Wenn Sie jetzt gerade am Rand eines dieser Gewässer irgendwo in den Wäldern von North Carolina stehen würden, würden Sie höchstwahrscheinlich ein ganz gewöhnliches Sumpfgebiet sehen. Ein niedriger Sandwall an einem Ufer, Buschwerk, trübes, stehendes Wasser. Nichts, was Ihren Blick auch nur eine Sekunde länger als üblich fesseln würde. Aber wenn man mit einem Flugzeug in die Luft steigt oder sich dieselbe Gegend von einem Satellitenbild aus ansieht, ändert sich das Bild bis zur Unkenntlichkeit. Es gibt nicht nur eines oder ein Dutzend solcher Seen in der Umgebung, sondern Hunderttausende. Und fast alle haben die Form eines perfekten, länglichen Ovals, das in dieselbe Richtung ausgerichtet ist, als hätte eine riesige, unsichtbare Hand sie in die Erde geritzt. Was genau kann Hunderttausende von geometrisch perfekten Spuren im gesamten Südosten Nordamerikas hinterlassen und dabei für jeden, der sich direkt in einer davon befindet, absolut unsichtbar bleiben? Diese Formationen werden als karolinische Buchten bezeichnet. Entgegen ihrem Namen haben sie nichts mit Meeresbuchten zu tun. Der Name wurde noch von den Siedlern geprägt, die bemerkten, dass am Rande dieser feuchten Senken besonders gerne 3 einheimische immergrüne Bäume wachsen: Loblolly-Bucht, Süßholzbucht und Rotbucht, deren Laub die Siedler an den Lorbeerbaum erinnerte, den sie aus der Küche kannten und der auf Englisch ebenfalls Bay genannt wird. So gab die botanische Ähnlichkeit mit dem Gewürz aus der alten Welt einer ganzen Klasse von geologischen Landformen ihren Namen, die nichts mit dem Meer oder Buchten zu tun haben. Es handelt sich um terrestrische, meist sumpfige oder austrocknende Senken, die in der Küstenebene von Nordflorida und Georgia bis nach Delaware und New Jersey verstreut sind. Schätzungen zufolge erreichte die Gesamtzahl solcher Formationen in diesem Gebiet einst fast 500.000, obwohl ein Großteil davon längst für die Landwirtschaft umgepflügt oder bebaut wurde und heute nur noch auf alten Karten und Geländebildern erkennbar ist. Gut erhaltene, heute deutlich erkennbare Buchten gibt es deutlich weniger. Nach heutigen Schätzungen sind es nur noch einige hundert, selten mehr als 1000. Und die überwiegende Mehrheit davon konzentriert sich gerade in North Carolina, wo sie etwa 4/5 aller erhaltenen Formationen dieser Art ausmachen. Mit anderen Worten, in den letzten 2 Jahrhunderten der Landwirtschaft und städtischen Bebauung hat die Region offenbar die überwiegende Mehrheit der einst existierenden Buchten verloren und den Forschern des 21. Jahrhunderts nur eine kleine, aber immer noch beeindruckende Auswahl aus einem einst weitaus größeren Bild hinterlassen. Die Größe dieser Formationen ist erstaunlich vielfältig. Die kleinsten erreichen kaum 10 Meter im Durchmesser, während die größten sich über mehrere Kilometer erstrecken. Dabei unterliegen fast alle, unabhängig von ihrer Größe, demselben geometrischen Prinzip: einem länglichen Oval mit einer Längsachse, die von Nordwesten nach Südosten ausgerichtet ist, und einem charakteristischen, erhöhten Sandwall genau entlang des südöstlichen Randes. Als hätte das Wasser einst tausende Male hintereinander systematisch Sand an dieselbe Seite gespült. Hunderttausende von geometrisch ähnlichen Vertiefungen im Boden, die nur aus der Vogelperspektive erkennbar und für einen Menschen, der sich in einer davon befindet, völlig unsichtbar sind. Ein erstaunliches Beispiel dafür, wie begrenzt unser Blick auf unsere eigene Landschaft vom Boden aus ist. Abonnieren Sie den Kanal. Weiter werden wir feststellen, dass die Wissenschaftler das wahre Ausmaß dieses Phänomens keineswegs sofort erkannten. Das wahre Ausmaß der karolinischen Buchten wurde der Wissenschaft erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts offenbart, als Flugzeuge mit aerofotografischer Ausrüstung begannen, massenhaft über den Südosten der USA zu fliegen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren einzelne Buchten den lokalen Bauern und Jägern seit Jahrhunderten wohl bekannt. Jede von ihnen war als separater Teich oder sumpfiges Gebiet bekannt, das beim Pflügen umfahren werden musste. Die Einheimischen jagten jahrhundertelang an ihren Ufern, züchteten Vieh auf den angrenzenden Wiesen und trockneten manchmal kleinere Buchten für den Ackerbau, ohne jemals zu ahnen, dass ihr eigener, vertrauter Teich nur ein Teil eines Musters war, das nur aus mehreren 100 Metern Höhe erkennbar war.
Erst die Luftaufnahmen ermöglichten es, das zu sehen, was vom Boden aus physisch nicht zu erkennen war. Zehntausende dieser scheinbar unzusammenhängenden Gewässer reihten sich zu einem einzigen, erstaunlich kohärenten Muster, das buchstäblich die gesamte Region bedeckte. Unter den Zehntausenden von karolinischen Buchten gibt es auch wirklich große, heute weithin bekannte Gewässer. Der Lake Waccamaw in North Carolina, die größte der ganzjährig mit Wasser gefüllten Buchten, wird hauptsächlich von Regenwasser und dem Wasser weniger kleiner Bäche gespeist und nicht von einem großen Fluss, was ihn zu einem isolierten Evolutionslabor gemacht hat. Der See beherbergt mindestens 11 Arten von Süßwasserschnecken, von denen mindestens 2 Arten endemisch sind und ausschließlich in diesem einen Gewässer vorkommen und nirgendwo sonst auf der Welt. Eine ähnliche Geschichte gibt es bei einem lokalen endemischen Fisch, der außer im See selbst nur noch in einem benachbarten Bach vorkommt. Andere große Buchten wie der White Lake und der Jones Lake sind bekannt für ihr außergewöhnlich klares, gefiltertes Wasser mit sandigem Grund. Eine Seltenheit für die Tieflandgewässer des Südostens der USA. Versetzen wir uns für einen Moment in einen solchen Moment des späten Pleistozäns, vor Zehntausenden von Jahren, als sich an der Stelle der zukünftigen Bucht gerade eine charakteristische Vertiefung im Gelände zu bilden beginnt. Kalter Wind weht unaufhörlich über die flache, baumlose Küstenebene. Unter der dünnen Bodenschicht liegt in geringer Tiefe Permafrost, der das Wasser am Versickern hindert. Schmelzwasser sammelt sich in einer flachen Rinne, staut sich auf dem gefrorenen Boden und der Wind, der Jahr für Jahr überwiegend aus einer Richtung weht, transportiert langsam, Körnchen für Körnchen, Sand und feinen Boden vom einen Rand der entstehenden Senke zum gegenüberliegenden und baut allmählich einen erhöhten Wall genau dort auf, wohin er vom vorherrschenden Wind getragen wird. Kein Lebewesen dieser Epoche konnte erkennen, wie sich die Form dieser Vertiefung über einen Winter oder gar ein Jahrhundert veränderte. Die Veränderungen geschahen so langsam, dass sie erst nach vielen Tausenden von Frost- und Tauzyklen offensichtlich wurden. Die erste ernsthafte wissenschaftliche Erklärung für die Entstehung der karolinischen Buchten erschien in den 30er Jahren und war weitaus dramatischer als spätere Theorien. Der Geologe William Prouty von der University of North Carolina vermutete, dass es sich um Spuren eines Meteoritenschauers handelte. Seiner Version nach stürzte ein Schwarm von Kometen oder Asteroidenfragmenten vor über 12.000 Jahren auf die Region nieder und jede Bucht sei eine einzelne leicht geschmolzene und von Vegetation überwucherte Einschlagspur. Die Version wirkte eindrucksvoll und erklärte gut die gleiche Ausrichtung der Buchten, als ob alle Trümmer aus demselben Punkt am Himmel unter demselben Winkel angeflogen wären. Bei genauerer Prüfung begann die Kollisionshypothese jedoch schnell zu zerfallen. In keiner der sorgfältig untersuchten Buchten wurde auch nur ein einziges Fragment meteoritischer Substanz gefunden, weder die für echte Impaktkrater charakteristischen Zerstörungskegel im Untergrund, noch Spuren starker thermischer oder stoßartiger Einwirkung auf den umgebenden Boden. Die Buchten selbst waren zudem zu flach und zu regelmäßig geformt für echte Impaktkrater, die normalerweise an den Rändern viel zerklüfteter und unregelmäßiger aussehen. Die geologische Gemeinschaft lehnte die Meteoritenhypothese Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend ab, obwohl die Idee selbst, wie sich später herausstellen sollte, in einer weitaus komplexeren und umstritteneren Form wieder in die Wissenschaft zurückkehren würde. Die spektakuläre Version eines Meteoritenschauers wurde gerade durch das Fehlen von Beweisen widerlegt, die bei einer tatsächlichen Kollision hätten zurückbleiben müssen. Ein lehrreiches Beispiel dafür, wie wissenschaftliche Hypothesenprüfungen tatsächlich funktionieren. Geben Sie einen Daumen hoch, wenn Sie solche wissenschaftliche Gründlichkeit schätzen. Weiter wird sich herausstellen, dass selbst die Ablehnung einer Version die Frage nach dem wahren Ursprung der Buchten noch nicht endgültig geklärt hat. Der eigentliche Durchbruch bei der Erforschung der karolinischen Buchten gelang in jüngster Zeit dank der LiDAR-Vermessung.
einer Laserscanning-Technologie zur Geländeerfassung aus der Luft, die in der Lage ist, den Boden unter dem dichten Blätterdach zu sehen, unter dem die überwiegende Mehrheit der erhaltenen Buchten verborgen liegt. Eine normale Luftbildaufnahme kann die Geländestruktur unter den Baumkronen einfach nicht erkennen. Die dichte Walddecke im Südosten der USA verbarg jahrhundertelang die Konturen vieler Buchten selbst vor den Augen, die mit einer Kamera aus einem Flugzeug bewaffnet waren. Der Laserstrahl eines LiDAR-Systems hingegen dringt zwischen Blättern und Ästen hindurch, wird direkt von der Bodenoberfläche reflektiert und ermöglicht den Aufbau eines präzisen digitalen Geländemodells, selbst unter dem dichtesten Blätterdach. Als eine solche Vermessung erstmals über einen großen Teil der Küstenebene durchgeführt wurde, stieg die Zahl der eindeutig identifizierbaren Buchten im Vergleich zu älteren Schätzungen, die nur auf Luftbildern offener Flächen basierten, deutlich an. Es stellte sich heraus, dass ein erheblicher Teil der Buchten die ganze Zeit einfach unter der Walddecke versteckt war und für alle früheren Kartierungsmethoden unsichtbar blieb. LiDAR-Karten zeigten darüber hinaus unerwartet, nicht alle Buchten sind gleich alt. Einige von ihnen könnten, gemessen am Erhaltungszustand der Welle und der Art der überlagernden Ablagerungen, älter als 100.000 Jahre sein, während andere offenbar deutlich später entstanden sind, vor 15.000 Jahren oder sogar näher an der Gegenwart. Ein einziges, gleichzeitiges, katastrophales Ereignis kann ein solches Bild nicht erklären. Hier haben wir es nicht mit einer einmaligen Narbe zu tun, die einmal in der Erdgeschichte hinterlassen wurde, sondern mit einem langwierigen, sich über Zehntausende von Jahren erstreckenden und möglicherweise noch andauernden Prozess der Entstehung solcher Geländestrukturen. Ein weiterer direkter Beweis für das unterschiedliche Alter der Buchten waren Fälle ihrer Überlagerung. Auf detaillierten Geländekarten ist deutlich zu sehen, wie die Kontur einer jüngeren Bucht teilweise die Kontur einer benachbarten, deutlich älteren und bereits stark erodierten Bucht überlagert und zerstört. Eine solche Überlagerung von Generationen ist physikalisch nicht durch ein einziges, gleichzeitiges Ereignis zu erklären, sei es ein Meteoritenschauer oder eine andere Katastrophe, die nur ein einziges Mal stattgefunden hat. Die Überlagerung ist vergleichbar mit den Jahresringen auf einem Baumstamm. Je glatter und undeutlicher der Umriss einer Bucht ist, desto älter ist sie in der Regel, während klar definierte, fast perfekt gerade Umrisse relativ jungen Formationen gehören. Im Wesentlichen birgt jede einzelne Bucht ihre eigene, unabhängige geologische Biografie von Zehntausenden von Jahren. Und die gesamte Masse von mehreren hunderttausend ähnlichen Objekten ist keine einheitliche, erstarrte Momentaufnahme, sondern ein lebendiges, ständig neu geschriebenes geologisches Archiv, dessen jüngste Seiten sich wahrscheinlich auch heute noch an den wenigen Orten bilden, an denen dafür noch geeignete Bedingungen herrschen. Kehren wir zurück in dieselbe pleistozäne Landschaft, aber zu dem Zeitpunkt, als sich eine der zukünftigen Buchten fast vollständig gebildet hat. Eine kleine Linse stehenden Wassers ist in der kalten Jahreszeit an den Rändern von einer dünnen Eisschicht überzogen und trocknet im Sommer teilweise aus, wobei der schlammige Boden freigelegt wird, der von einem Netz feiner Risse durchzogen ist. Jahr für Jahr schwankt der Wasserspiegel im Einklang mit den saisonalen Zyklen auf und ab und der Wind schleift und untergräbt weiterhin methodisch die Ränder der Senke und verleiht ihr eine immer regelmäßigere, längliche, ovale Form. Schwärme von Zugvögeln landen gelegentlich im flachen Wasser, ahnungslos, dass Tausende von Jahren später die Form dieses Gewässers Gegenstand einer heftigen wissenschaftlichen Debatte werden wird. Besonders interessant ist eine Beobachtung, die erst nach der Veröffentlichung detaillierter Karten gemacht wurde. Die Ausrichtung der Längsachse der Buchten ändert sich systematisch und allmählich mit der geografischen Breite. In Georgia im Osten weicht die Längsachse der Buchten im Durchschnitt nur um 16 Grad nach Westen von der Nord-Süd-Richtung ab, während sie in Virginia, das deutlich weiter nördlich liegt, bereits 64 Grad erreicht.
Eine solche allmähliche, systematische Winkeländerung in Abhängigkeit von der Breite passt schlecht zu der einfachsten Erklärung, die von einem einzigen konstanten Wind ausgeht, der in der gesamten Region in eine Richtung weht. Und gerade diese Einzelheit veranlasst Forscher bis heute, das Modell der Buchtenbildung zu verfeinern und zu komplizieren. Wenn die systematische, allmähliche Winkeländerung bei Hunderttausenden von geometrisch ähnlichen Objekten über Tausende von Kilometern Küstenlinie Ihnen für einen reinen Zufall zugeordnet erscheint, schreiben Sie in den Kommentaren, welche Erklärung für eine solche Gesetzmäßigkeit Ihnen am plausibelsten erscheint. Mitte dieser Geschichte könnte man meinen, dass alle Teile des Puzzles der Karolinischen Buchten endlich ihren Platz gefunden haben. Die Meteoritenversion wurde bereits Mitte des 20. Jahrhunderts überzeugend widerlegt und LIDAR-Karten bestätigten, dass es sich um einen langwierigen natürlichen Prozess und nicht um eine einmalige Katastrophe handelt. Eine saubere, logisch abgeschlossene Handlung, bei der man bequem einen Schlusspunkt setzen könnte, wenn die Wissenschaft tatsächlich dort stehen geblieben wäre. Aber das ist nicht der Fall. Und hier liegt der Haken. Im Jahr 2007 veröffentlichte eine Forschergruppe unter der Leitung von Richard Firestone eine Arbeit, die die Version der kosmischen Herkunft der Buchten wieder in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion rückte, wenn auch in einer weitaus komplexeren Form, als Proud 88 Jahre zuvor angenommen hatte. Gemäß dieser Hypothese, die heute als Hypothese des jüngeren Dryas-Impakts bekannt ist, schlugen vor etwa 12.800 Jahren Fragmente eines zerfallenden Kometen entweder in den laurentinischen Eisschild ein, der damals einen erheblichen Teil Nordamerikas bedeckte, oder explodierten direkt darüber in der Atmosphäre. Nach dieser Version sind die Karolinischen Buchten nicht die Krater selbst, die durch direkten Einschlag entstanden sind, sondern sekundäre Spuren, das Ergebnis des Zurückfallens riesiger Eisbrocken auf die Erde, die durch den Einschlag ausgeworfen wurden und beim Aufprall auf den Boden sofort zu Dampf und Wasser wurden, wobei sie flache, an den Rändern geschmolzene ovale Vertiefungen hinterließen. Die Autoren der Hypothese verbanden dieses angebliche kosmische Ereignis auch mit einer fast gleichzeitigen starken Abkühlung des Klimas, bekannt als jüngere Dryas-Abkühlung, und mit dem Massensterben großer Säugetiere der Eiszeit in Nordamerika, das etwa zur gleichen Zeit stattfand. Die Idee wirkte verlockend schlüssig. Ein einziger kosmischer Einschlag würde gleichzeitig die Entstehung der Buchten, den plötzlichen Klimasturz und das Verschwinden von Mammuts, Mastodonten und anderer eiszeitlicher Megafauna durch denselben Einschlag erklären. Versetzen wir uns kurz in den Moment dieses angenommenen Ereignisses vor etwa 12.800 Jahren. Herden von Mammuts und anderen großen Pflanzenfressern grasen gemächlich auf den offenen Flächen der Tundrensteppe, ahnungslos über die plötzliche Abkühlung, die, wenn die Hypothese stimmt, den Kontinent innerhalb weniger Jahre überfallen wird. Der Himmel flackert für einen Moment mit unerträglich hellem Licht und dann erzittert die Luft über dem Eisschild von einer Reihe mächtiger Explosionen hoch über der Oberfläche. Wenn es tatsächlich so geschehen ist, hätte kein Lebewesen jener Zeit den Grund für das plötzliche schlechte Wetter, das in den folgenden Monaten und Jahren eintrat, verstehen können. Die plötzliche Abkühlung, falls sie überhaupt durch dieses Ereignis verursacht wurde, hätte sich einfach wie ein unerklärlich strenger, nicht enden wollender Winter angefühlt. Flüsse, die noch vor kurzem im gewohnten Rhythmus von Schmelzwasser des Gletschers gespeist wurden, beginnen deutlich früher als üblich zu gefrieren, und die Vegetation, von der sich die riesigen Pflanzenfresser ernähren, wird von Saison zu Saison deutlich schneller knapp, als die Arten eine neue Überlebensstrategie entwickeln können. Die Version eines einzigen kosmischen Einschlags, die gleichzeitig die Entstehung von Hunderttausenden von Buchten, die plötzliche Abkühlung des Klimas und das Aussterben der eiszeitlichen Megafauna erklärt, klingt zu schön, um sie ohne weitere Überprüfung anzunehmen, und die Wissenschaft hat diese Überprüfung tatsächlich durchgeführt. Abonnieren Sie den Kanal. Es wird sich herausstellen, dass die meisten Spezialisten dazu sehr ernsthafte Einwände hatten.
Die jüngere TDRIAS-Einschlagshypothese stieß trotz ihrer Eindrücklichkeit praktisch unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf scharfe Kritik und bleibt bis heute Gegenstand erbitterter wissenschaftlicher Debatten. Der Hauptkritikpunkt ist direkt und unbequem. Wenn ein Fragment eines Kometen oder Asteroiden tatsächlich mit ausreichender Kraft über dem Kontinent explodiert wäre, um eine globale Abkühlung und ein Massenaussterben auszulösen, müssten weitaus offensichtlichere geologische Narben zurückgeblieben sein. Ein bestätigter Einschlagskrater, eine Schicht von Mineralien und Partikeln, die für kosmische Kollisionen charakteristisch sind. Und Stoßquarz mit seinen typischen mikroskopischen Rissen auf dem gesamten Kontinent. Nichts davon wurde bisher in einer Menge und Qualität gefunden, die für die meisten unabhängigen Forscher überzeugend wäre. Die Autoren der Hypothese stützten sich auch auf Funde winziger Nanodiamanten und einer besonderen dunklen, kohlenstoffreichen Bodenschicht, die sie als direkte Folge einer großflächigen Verbrennung von Biomasse unmittelbar nach dem Einschlag interpretierten. Unabhängige Labore, die versuchten, diese Messungen an Proben aus denselben Schichten zu wiederholen, fanden die behaupteten Nanodiamanten jedoch nicht immer. Und dort, wo etwas Ähnliches gefunden wurde, wiesen Kritiker auf eine mögliche Kontamination der Proben mit fremdem Kohlenstoffmaterial während der Probenvorbereitung hin. Auch die Physik des Ereignisses selbst wird angezweifelt. Die Berechnungen der Sprengkraft, die für die beobachteten Effekte notwendig wäre, stimmen nach Ansicht der Kritiker schlecht mit den bekannten Gesetzen der Ausbreitung von Stoßwellen und der thermischen Wirkung einer atmosphärischen Explosion dieses Ausmaßes überein. Gleichzeitig erwiesen sich die Karolinischen Buchten selbst nach wiederholten Datierungen als deutlich älter als der vermutete Einschlag der jüngeren Tiberias-Periode. Wie bereits erwähnt, bildete sich ein Teil von ihnen Zehntausende von Jahren vor diesem Datum und ein Teil Tausende von Jahren danach. Ein einziges Ereignis vor 12.800 Jahren kann die Buchten, die älter oder jünger als dieses Datum um viele Jahrtausende sind, einfach nicht erklären. Die meisten Geomorphologen kehren heute zu einer weitaus weniger eindrucksvollen, aber weitaus besser mit allen Daten übereinstimmenden Version zurück: Wind- und eiszeitliche Entstehung, die sich über Zehntausende von Jahren von Eis- und Warmzeiten erstreckte, ohne einen einzigen katastrophalen Auslöser. Der Mechanismus der Bildung der perfekten ovalen Form erweist sich, wenn man ihn Schritt für Schritt betrachtet, als überraschend logisch. Eine kleine Linse stehenden Wassers, die sich in einer Senke über Permafrost gebildet hat, beginnt unter dem Einfluss eines konstanten, überwiegend einheitlichen Windes langsam zu zirkulieren. Die Strömung entlang der langen Ufer beschleunigt sich, während sie entlang der kurzen, stirnseitigen Ufer umgekehrt verlangsamt wird. Die beschleunigte Strömung spült und untergräbt das Ufer auf einer Seite des Gewässers stärker, während auf der gegenüberliegenden, windabgewandten Seite das im Wasser schwebende Sand umgekehrt abgelagert und angesammelt wird, wodurch allmählich ein erhöhter Wall entsteht. Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert verstärkt sich diese Asymmetrie nur und die Senke selbst dehnt sich unter dem ständigen Einfluss desselben Windregimes gesetzmäßig zu einem perfekten Oval aus, das quer zur Windrichtung ausgerichtet ist, mit einem Wall am windabgewandten Rand, genau das Bild, das praktisch an jeder karolinischen Bucht zu beobachten ist. Keiner dieser einzelnen Schritte wirkt für sich genommen beeindruckend. Normale Winderosion, normale Sandablagerung, aber wenn dieser bescheidene Prozess Zehntausende von Malen hintereinander über Jahrtausende wiederholt wird, hinterlässt er ein geometrisch makelloses Ergebnis, das heute so beeindruckend ist, wenn man es aus der Höhe betrachtet. Die Überzeugungskraft dieser Version wird durch eine weitere, selten erwähnte Tatsache gestützt, die nur wenigen Geomorphologen bekannt ist. Die Karolinischen Buchten sind keineswegs ein einzigartiges Phänomen auf unserem Planeten. Ähnlich geformte, ausgerichtete und durch denselben Mechanismus entstandene, langgestreckte, gleichmäßig gedrehte Seen finden sich auch in anderen Regionen der Welt mit einer ähnlichen Geschichte des Permafrosts.
Zum Beispiel in der arktischen Küstenregion Alaskas, wo Tausende von sogenannten thermokarstischen Seen, die durch Schmelzwasser entstanden sind, ebenfalls eine stabile, fast parallele Ausrichtung ihrer Längsachse aufweisen, bedingt durch vorherrschende Winde und die Auftauprozesse des Permafrosts. Dass ein solches Muster von übereinstimmend ausgerichteten Seen in verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Winkeln der Erde genau dort auftritt, wo einst Permafrost und stabile Windverhältnisse herrschten, verringert erheblich die Notwendigkeit, für die Karolinischen Buchten eine exotische, nur für einen Kontinent einzigartige Erklärung wie den Einschlag eines Kometen zu suchen. Dennoch wäre es unehrlich zu sagen, dass die Frage vollständig geklärt ist. Einzelne Forscher, darunter ein Teil des ursprünglichen Teams von Firestone, veröffentlichen weiterhin neue Daten zur Unterstützung der Einschlagtheorie und in spezialisierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften verstummt diese Debatte auch fast 2 Jahrzehnte nach der ersten Veröffentlichung nicht. Die meisten Spezialisten halten die Einschlaghypothese heute für unwahrscheinlich und schlecht belegt. Aber streng genommen hat sie nie den Status einer vollständig und endgültig abgeschlossenen Angelegenheit erhalten. Eine ernsthafte wissenschaftliche Hypothese kann fast 2 Jahrzehnte lang Gegenstand von Veröffentlichungen in begutachteten Fachzeitschriften bleiben, selbst wenn sich die überwiegende Mehrheit der Spezialisten bereits in die entgegengesetzte Richtung neigt. Eine selten diskutierte, aber äußerst aufschlussreiche Seite dessen, wie Wissenschaft in Echtzeit aussieht und nicht in Lehrbüchern. Geben Sie einen Daumen hoch. Weiter wird sich herausstellen, dass selbst die heute akzeptierte Windtheorie nicht eine einzige offene Frage unbeantwortet lässt. Erwähnenswert ist auch, dass selbst unter den Befürwortern der Himmelsversion kein vollständiger Konsens in den Details herrscht. Nicht alle Forscher glauben, dass absolut alle Buchten ohne Ausnahme demselben Prozess ihren Ursprung verdanken. Eine detaillierte Untersuchung einzelner Gewässer, einschließlich des bereits erwähnten Sees Matamusket, hat gezeigt, dass zumindest ein Teil der Buchten nicht direkt durch Wind und Eis entstanden sein könnte, sondern über eine Zwischenstufe. Zuerst brannte eine unterirdische Torfschicht während lang anhaltender Dürreperioden aus und hinterließ eine Vertiefung im Gelände, und erst dann bearbeitete der Wind die Ränder der entstandenen Senke nach demselben Mechanismus wie im Falle der direkten Windentstehung und verlieh ihr allmählich ihre gewohnte, langgestreckte, ovale Form. Mit anderen Worten, das Endergebnis, eine erkennbare ovale Bucht mit einem erhöhten Wall, könnte bei einem Teil der Gewässer nicht durch einen, sondern durch 2 verschiedene Wege entstanden sein, die dann unter dem Einfluss desselben Windes zum selben endgültigen Muster zusammenliefen. Selbst wenn man die kosmische Einschlagtheorie vollständig verwirft und die weitaus bescheidenere wind- und eisbedingte Erklärung für die Entstehung der Buchten akzeptiert, bleibt eine bemerkenswerte Lücke in den Details des Mechanismus selbst. Das moderne Modell erklärt überzeugend die allgemeine ovale Form und den erhöhten Wall auf der Lehseite. Aber die sanfte, systematische Änderung des Orientierungswinkels der Buchten in Abhängigkeit von der geografischen Breite, von der zuvor die Rede war, hat bis heute keine einheitliche, allgemein anerkannte Erklärung auf dem Niveau eines präzisen physikalischen Modells. Einige Spezialisten verbinden diesen Effekt mit der allmählichen Änderung der Richtung der vorherrschenden Winde der Eiszeit entlang der Küste. Andere mit dem Einfluss regionaler Geländemerkmale auf die Geschwindigkeit und Richtung des Windstroms nahe der Erdoberfläche. Und ein einheitliches, von allen akzeptiertes quantitatives Modell, das den gemessenen Winkel an jeden spezifischen Punkt der Küste widerspruchsfrei reproduzieren kann, existiert bisher nicht. Die gesamte geologische Geschichte hat eine weitere, weitaus unerwartetere Folge. Die nährstoffarmen, sauren Sandböden am Rande der Carolina Bays haben sich zu einem der seltensten ökologischen Mikrokosmen Nordamerikas entwickelt. Gerade auf den angehobenen Sandwellen entlang des südöstlichen Rands der Buchten wächst die Venusfliegenfalle wild, eine fleischfressende Pflanze, die Insekten mit schnappenden Blättern wie Fallen fängt.
Der natürliche Lebensraum dieser Art ist auf der ganzen Welt auf einen Streifen von nur wenigen Dutzend Meilen um die Mündung des Cape Fear River in North Carolina beschränkt. Und fast nirgendwo außerhalb dieses schmalen Streifens, entlang der Carolina Bays, kommt die Venusfliegenfalle in freier Wildbahn vor. Die Armut des Bodens an Stickstoff und Phosphor, die es gewöhnlichen Pflanzen extrem schwer macht, hier zu überleben, zwang diese Pflanze geradezu, sich in Richtung Fleischfresserei zu entwickeln und den Mangel an Bodennährstoffen durch die Jagd auf Insekten auszugleichen. Dieselbe Gesetzmäßigkeit bestätigen auch andere seltene Bewohner der Buchten: Sonnentau, Wasserschlauch und mehrere Orchideenarten, die sich gerade auf diese armen, aber ständig feuchten Böden spezialisiert haben. Genau jetzt, in diesem Augenblick, irgendwo auf einem Sandwall einer der erhaltenen Buchten, schließt sich langsam ein Blatt der Venusfliegenfalle um ein unvorsichtiges Insekt, das vom süßlichen Geruch der Fangdrüsen angelockt wurde. Die Klappen schließen sich in Sekundenbruchteilen und halten die Beute mit kleinen, gezackten Auswüchsen am Blattrand fest, während die Pflanze selbst das gefangene Insekt in den folgenden Tagen allmählich verdaut und so den Mangel an Stickstoff ausgleicht, der im armen, vom Regen ausgewaschenen Sandboden ringsum katastrophal fehlt. Wenige Schritte von diesem Blatt entfernt, im flachen Wasser der Bucht selbst, wiegt sich eine seltene Wasserorchidee lautlos in der schwachen Strömung und auf dem schlammigen Grund gleitet langsam eine Schneckenart, die die Evolution speziell für die Bedingungen genau dieses einzeln betrachteten Gewässers geformt hat und nirgendwo sonst auf der Erde vorkommt. Eine solche Einzigartigkeit macht jede verlorene Bucht nicht einfach zu einer verschwundenen geologischen Landschaftsform, sondern zu einem vollständig ausgelöschten Lebensraum seltener Arten, der künstlich an einem anderen Ort nicht wiederhergestellt werden kann. Ein erheblicher Teil der einst existierenden Buchten wurde bereits trockengelegt und für die Landwirtschaft umgepflügt oder bebaut. Und die verbleibenden stehen weiterhin unter dem Druck der Landerschließung, dasselbe Schicksal, das früher oder später viele ähnliche seltene Naturnischen auf der ganzen Welt ereilt, wenn ihre geologische Grundlage schlecht erforscht bleibt und der wirtschaftliche Wert des Landes, auf dem sie liegen, weitaus offensichtlicher erscheint als der Wert der Landschaftsform selbst. Das ergibt ein merkwürdiges Bild. Die Carolina Bays haben eine von der Wissenschaft allgemein anerkannte Erklärung für ihren Ursprung, aber keine einheitliche Modellierung, die ihren charakteristischsten und aus der Luft am besten sichtbaren Zug, den übereinstimmenden, entlang der Küste planmäßig wechselnden Drehwinkel mit Gradgenauigkeit erklären könnte. Hunderte von Tausenden geometrisch fast identischer Objekte, die sich über Tausende von Kilometern Küstenlinie erstrecken, erweisen sich gleichzeitig als eines der verständlichsten und eines der am ungenauesten modellierten Rätsel der kontinentalen Geomorphologie Nordamerikas. Die Ironie der ganzen Geschichte ist, dass die Carolina Bays jahrhundertelang buchstäblich vor den Augen lokaler Bauern, Jäger und Reisender lagen, ohne jemals ihre wahre, übereinstimmende Geometrie preiszugeben für diejenigen, die sie vom Boden aus betrachteten. Es brauchte den Blick aus der Vogelperspektive in den 30er Jahren und Jahrzehnte später einen Laserstrahl, der durch das Blätterdach des Waldes sehen konnte, um die Gesetzmäßigkeit zu erkennen, die die ganze Zeit buchstäblich unter den Füßen von Millionen von Menschen lag. Dabei erforderte die Gesetzmäßigkeit selbst kein neues Gerät für ihre physische Existenz. Sie war schon lange vor dem Erscheinen von Flugzeugen und Lasern da, sie wartete nur auf den richtigen Blickwinkel, damit sie überhaupt als Ganzes wahrgenommen werden konnte und nicht als eine verstreute Ansammlung zufälliger Teiche. Wie viele weitere solcher perfekt geordneten Muster sind gerade jetzt auf der Erdoberfläche verstreut und bleiben für jeden, der sie von Bodenniveau aus betrachtet, völlig unbemerkt, anstatt von oben. Wenn man bedenkt, dass selbst für das kontinentale Gebiet der USA mit seiner jahrhundertealten Kartografiegeschichte die Luftfahrt und Laserscans abgewartet werden mussten, um ein Muster aus einer halben Million Objekten zu erkennen,
dann erscheinen die Chancen, dass ähnliche, abgestimmte Geländemuster noch irgendwo in weitaus weniger erforschten und weitaus weniger besiedelten Regionen des Planeten auf ihre Entdeckung warten, keineswegs gering. Abonnieren Sie den Kanal, wenn die Frage, was sich noch vor aller Augen verbergen könnte, während niemand darauf gekommen ist, die vertraute Landschaft aus dem richtigen Blickwinkel zu betrachten, für Sie nicht weniger faszinierend erscheint als die Geschichte der karolingischen Buchten selbst. Solche Geschichten darüber, wie ein Wechsel des Blickwinkels die Vorstellung von vertrautem Land auf den Kopf stellt, werden auf diesem Kanal noch öfter vorkommen.